Nachdem ich euch im ersten Teil alles über meine Haarpflegeprodukte und worauf ich dabei achte erzählt habe, kommt jetzt in Teil 2 alles zu meiner Haarwäsche. Ich versuche, meine Haare eher selten zu waschen, denn jede Wäsche ist nun mal eine Belastung. Zu dem Thema gibt es einen guten Vergleich. Seinen liebsten Kaschmirpulli versucht man ja auch zu schonen und selten und sanft zu waschen, damit er möglichst lange schön bleibt. Aktuell wasche ich meine Haare alle 4 bis 5 Tage, anders als früher alle 2 Tage. Nach einer kurzen Umstellung fetten die Haare wesentlich langsamer nach, denn wenn die Kopfhaut nicht ständig stark gereinigt oder entfettet wird, produziert sie von ganz allein weniger Sebum. Verdünntes Shampoo unterstützt das zusätzlich. Dazu nehme ich so eine kleine leere Flasche und fülle etwas Shampoo hinein. Am Anfang könnt ihr einfach so viel nehmen, wie ihr sonst auch in die Handfläche gebt. Auch das ist bei mir eher wenig. Man merkt aber bald, dass man verdünnt sogar noch weniger Shampoo braucht, damit es richtig schön schäumt und die Haare sauber werden. In die Flasche kommt jetzt noch Wasser, dann verschließen und schütteln. Das verteile ich dann beim Waschen auf dem Kopf und massiere es sanft ein. Oft brauche ich nicht mal alles, was ich da angemixt habe, und heb's bis zur nächsten Wäsche auf. Verdünntes Shampoo lässt sich viel einfacher und gleichmäßiger verteilen. Ihr seht, trotz meiner langen Haare ist mein Shampoo-Verbrauch sehr gering, denn Shampoo kommt wirklich nur auf den Ansatz. Jetzt dazu, wie ich wasche, oder die Auflösung zum Zopf aus Teil 1. Das Geheimnis heißt Scalp Wash. Dadurch verringere ich zusätzlich die Waschfrequenz für die Längen, weil ich nur den Ansatz wasche. Außerdem spart es Zeit beim Trocknen. Ich zeige euch, wie das geht. Zuerst kämme ich alle Haare ohne Scheitel zurück und flechte einen ganz lockeren Engländer tief im Nacken. Den klemme ich dann hinten unter den BH. Das hält bei mir so ganz gut. Von Heike von Haselnussblond gibt es noch einen Tipp für feineres oder kürzeres Haar. Und zwar den Zopf zusätzlich mit einer Krebsspange festmachen, dann hält er garantiert. Dann mache ich über die Badewanne gebeugt den Ansatz nass und verteile mein verdünntes Shampoo, so wie ich es gerade gezeigt habe. Das wasche ich dann ebenso wieder aus und packe die Haare in ein Handtuch. Da man die Haare so nur schlecht ausdrücken kann, ist das erste Handtuch ziemlich schnell durchnässt. Ich mache dann den Zopf auf und packe die Haare in ein neues, trockenes Handtuch. Außerdem nutze ich die Chance und verwöhne die Spitzen mit etwas Leave-In oder Lock. Am liebsten mit meinem Protein Leave-In, das ich euch neulich gezeigt habe. Als nächstes zur normalen Wäsche. Dann und wann, alle paar Wochen, mache ich eine komplette Wäsche. Davor gönne ich meinen Haaren immer eine schöne Kur, die ich mindestens eine Stunde einwirken lasse, wenn es denn geht. Danach wasche ich alle Haare unter der Dusche. Shampoo kommt dabei, wie gesagt, nur auf den Ansatz, nicht in die Längen. Die bekommen nur Spülung ab. Meist mache ich das nach dem Prinzip CWC. Conditioner, Wash, Conditioner. Zuerst Spülung für die Längen, dann den Ansatz einschäumen und ausspülen. So werden die Längen vor der stärkeren Waschwirkung des Shampoos geschont. Dann ausspülen. Wirklich richtig gründlich ausspülen. Ich lasse mir da meistens viel Zeit und genieße das warme Wasser. Achtung, kein zu heißes Wasser nehmen, wirklich nur warmes. Dann kommt nochmal Spülung in die Längen und darf einwirken. In der Einwirkzeit schäume ich mich gründlich ein, verwende ein Peeling oder nutze die Zeit zum Rasieren. Hinterher mache ich eine Rinse. Dafür gibt es verschiedene Möglichkeiten. Die kalte Rinse ist das einfachste und somit auch das, was ich meistens mache. Einfach die Haare abschließend mit kaltem Wasser spülen. Eine Rinse unterstützt das Anlegen der Schuppenschicht nach der Wäsche. Das fördert den Glanz der Haare. Eine andere Möglichkeit wäre eine saure Rinse mit Essig oder Zitrone. Einfach 1 oder 2 Esslöffel, je nach Wasserhärte, davon auf 1 Liter kaltes Wasser und dann über die Haare kippen. Oder man taucht die Längen in den Behälter ein, das mache ich ganz gern. Falls man sich Sorgen macht wegen dem Essiggeruch, kann man das Ganze kurz ausspülen, aber normalerweise riecht man nichts. Dann einfach trocknen lassen. Das hilft vor allem bei kalkhaltigem Wasser und für noch mehr Glanz und gegen Ablagerungen. Dann packe ich meine Haare in ein Handtuch, also zum Trocknen. Am Anfang lasse ich die Haare ein paar Minuten in so einem Handtuch turbern. Meistens ist das erste Handtuch dann auch schon patschnass.
Dann komme ich zum Headbangen. Das hilft mir, die Haare zu entwirren und unterstützt das Trocknen. Wenn ich Lock mache, ist jetzt der Zeitpunkt dafür. Dann meistens ab in ein neues Handtuch, damit ich nicht alles volltropfe. Reines Lufttrocknen dauert bei mir Stunden, also wirklich Stunden, 5 bis 10 mindestens. Darum gibt's noch einen Trick, wie das schneller geht, und zwar Trocknen in Lagen. Ich teile eine recht dünne Schicht Haare ab und stecke den Rest mit einem Acrylstab hoch. Dieser dünne Teil trocknet recht schnell. Manchmal unterstütze ich das Trocknen jetzt noch mit dem Föhn, aber mit kalter Luft. Ganz, ganz wichtig, nicht heiß föhnen. Ich mache es maximal lauwarm, wenn es mich mal friert. Dann teile ich die nächste Schicht ab, lasse sie trocknen und so weiter und so fort. Dadurch trocknet bei mir vor allem der Bereich am Hinterkopf sehr gut. Der bleibt sonst quasi immer feucht. Das Ganze mache ich hauptsächlich, wenn es wirklich schnell gehen muss. So trocknen die Haare nämlich innerhalb kürzester Zeit. Da ich aber nur selten komplett wasche, macht mir diese lange Trockenzeit nichts aus. Ich genieße das meist und mache mir einen Beauty-Tag draus. Vielleicht zusammen mit Mani und Pediküre und was eben sonst noch so ansteht. Im Alltag geht's durch das Scalp Wash viel schneller. So viel zum Haare waschen. Hört sich viel komplizierter an, als es im echten Leben eigentlich ist. Ich empfinde die Pflege meiner Haare weder als aufwendig noch als eine Belastung. Ich wünsche euch so viel Spaß beim Waschen, wie ich auch habe. Bis dann!